Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial zum Abgleich eigener Vokabulare mit Daten in OpenRefine. Viele Leute wissen, dass man OpenRefine benutzen kann, um Dienste wie die GND oder Wikidata anzusprechen und Abgleiche durchzuführen, um dann Informationen in die eigenen Daten hinzuzuholen, also die anzureichern oder zumindest die IDs zu übernehmen aus den anderen Systemen. Und ich führe das mal kurz für die GND vor. Dafür klicke ich hier auf der Spalte Objektart auf Reconcile, Start Reconciling, wähle die GND, das habe ich hier registriert, hier sind verschiedene Dienste registriert für Abgleiche, da gehört eben auch die GND dazu, das wähle ich hier aus, gehe auf Next. Jetzt werden mir diverse Entitätstypen vorgeschlagen in der GND. Ich nehme hier mal Schlagwort, weil das die Suche auf ein sinnvolles Set eingrenzt und drücke auf Start Reconciling. Und jetzt läuft der Prozess durch und ich kann sehen, es wurden GND-Begriffe gematcht, hier wie Musikinstrument oder Schulheft, und für manche wurden Vorschläge unterbreitet. Das ist also sozusagen nach Ähnlichkeit der Zeichenketten. Grafik gibt es so nicht, aber es gibt Grafikchip und Grafikdruckschrift, und das wäre natürlich jetzt der Match, den ich haben wollte, und dann könnte ich das jetzt hier matchen. Ähm, Das mache ich, weil ich dann die Möglichkeit habe, indem ich hier auf Edit Column gehe und Add Columns from Reconciled Values, dann kann ich aus der GND Informationen hinzuholen, zum Beispiel die GND-Nummer oder die GND-Sachgruppe, also die Kategorie, in der sich der Begriff befindet, und könnte jetzt hier auf OK klicken und dann taucht das in meiner Tabelle auf und ich habe sozusagen die Informationen in mein Datenset übernommen. Und in dem Zusammenhang taucht in Workshops dann immer die Frage auf, kann ich das auch mit eigenen Vokabularen? Also habe ich die Möglichkeit, wenn wir jetzt in unserer Institution bestimmte Begriffslisten verwenden, das auch auf Daten in OpenRefine zu matchen. Und das geht, aber das ist nicht ganz trivial, und ich werde den Prozess jetzt einmal vorführen und dann kann man sich überlegen, ob man das so einsetzen möchte. Ich mache erstmal das Reconciling wieder rückgängig, also entferne die ganzen Daten, weil wir das ja neu matchen werden. Und wie macht man das nun? Also der einzige Weg, den ich gefunden habe, mit dem das einigermaßen unkompliziert möglich ist, ist eine Python-Bibliothek namens CSV Reconcile, und mit der startet man ein Kommandozeilentool oder die installiert ein Kommandozeilentool, und mit dem kann man dann diesen Webservice starten, mit dem man dann in OpenRefine kommunizieren kann, um den Datenabgleich durchzuführen. Das heißt jetzt Verschiedenes. Das heißt erstmal, man braucht auf seinem Computer Python. Das heißt zweitens, man muss diese Bibliothek installieren, und man muss drittens in die Kommandozeile wechseln und in der Kommandozeile bestimmte Befehle eingeben. Und das heißt, man muss Python auf dem Computer haben. Wie findet man das raus? Der einfachste Weg ist, man geht in die Kommandozeile oder in die Eingabeaufforderung unter Windows, was auch immer man als Terminal-Werkzeug benutzt. Das ist unter Mac ZSH, und hier gebe ich jetzt einfach den Befehl ein, Python --Version, und dann wird mir gezeigt, es gibt ein Python und das hat diese Version. Wenn da nichts angezeigt wird, heißt das, man muss es jetzt erst noch installieren. Meine Empfehlung für die Installation wäre, nicht direkt auf dem Computer installieren, weil wenn man dann feststellt, man möchte häufiger damit arbeiten, dann merkt man vielleicht auch, dass die Version, die man installiert hat, die Python-Version, die vielleicht die aktuellste ist, mit bestimmten Bibliotheken nicht zusammenarbeitet. Man braucht noch andere Versionen, das wird schnell sehr unübersichtlich, und man installiert ganz viele Python-Versionen, die dann vielleicht Probleme machen, wenn die miteinander, also wenn die sich widersprechen, und man weiß dann immer nicht, mit welcher arbeitet man gerade. Also ich hatte damit Probleme, deswegen bin ich irgendwann auf ein Werkzeug gewechselt, das Conda heißt. Conda ist dazu da, Installation von Software zu verwalten, und das ist Teil der sogenannten Anaconda Distribution. Das ist eine Software mit einer grafischen Oberfläche, mit der kann man Software installieren, die irgendwie im Bereich Data Science eingesetzt wird. Das brauchen wir für Python eigentlich nicht. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn man das machen möchte, also dem Weg hier folgen, den ich vorstelle, Miniconda zu installieren. Dann bekommt man nur das Kommandozeilenwerkzeug Conda und kann dann davon ausgehend mit Python arbeiten. Das geht auch unter Windows, soweit ich weiß, ohne
Adminrechte. Also das kann man, Miniconda kann man für seinen eigenen Benutzer installieren und benutzen, ohne dass man dafür Adminrechte benötigt oder den Administrator oder die Administratorin fragen muss. Wenn Conda installiert ist, das sieht man dann, wenn man den Befehl einfach in der Kommandozeile eingibt und Enter drückt, dann werden einem die ganzen sagen Kommandos, die mit Conda verwendbar sind, angezeigt. Dann ist es möglich, Python zu installieren. Und ich zeige mal kurz meine Python-Umgebung. Dafür gebe ich hier Conda n für Environments und dann List ein. Also soll jetzt die Environments sollen gelistet werden. Und dann sieht man, ich habe hier eine ganze Reihe laufen mit verschiedenen Bezeichnungen. Und das hängt damit zusammen, dass ich eben mehrere Python-Versionen habe, immer für bestimmte Anwendungsfälle. Weil es eben passieren kann, wenn ich viele Bibliotheken installiere, dass die sich widersprechen oder haben andere Abhängigkeiten und überinstallieren dann irgendwas und dann funktioniert das eine, aber das andere nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, für jeden Anwendungsfall setze ich einfach eine eigene Python-Umgebung auf. Und letztendlich ist das nichts anderes als ein Unterordner, das kann man hier sehen. Also jeder Python-Umgebung entspricht einer Adresse auf der Festplatte und das heißt, es gibt einen Ordner, in dem liegt Python mit den benötigten Bibliotheken und ich kann das über die Kommandozeile ansprechen. Und aktuell befinden wir uns, das wird, wenn man Conda installiert hat, immer davor in Klammern angezeigt, befinden wir uns in der Base-Umgebung und die taucht hier auch in der Liste auf. Und das ist so die Basisumgebung, die ich mir da erstellt habe. Die startet immer und dann muss man in die andere wechseln. Und wir haben jetzt ja hier eine ganze Reihe, aber wir wollen ja eine neue haben, nämlich für die Verwendung mit OpenRefine. Das heißt, was ich zuerst mache ist, ich gebe hier einen Befehl ein und zwar conda create, weil wir wollen ja was erzeugen, eine neue Umgebung. Die bekommt mit -n gebe ich das an einen Namen und der Name ist OpenRefine, der Einfachheit halber. Und dann kann ich eine Python-Version spezifizieren. Das muss ich nicht, aber das mache ich in dem Fall mal und zwar 3.11, weil das damit auf jeden Fall funktioniert. Und wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann sammelt Conda alles zusammen, was es dafür benötigt für meine Computerumgebung. Das bestätige ich mit J und jetzt wird die Python-Umgebung aufgesetzt. Das dauert einen Moment und jetzt ist sie da. So, jetzt sehe ich aber, ich bin immer noch in der Base-Umgebung und ich muss jetzt erst in diese OpenRefine-Umgebung, ich kann mal in die Liste schauen, da sehen wir jetzt, hier gibt es jetzt OpenRefine. Da muss ich jetzt hinwechseln und das mache ich mit einem weiteren Befehl und zwar conda activate OpenRefine. Und jetzt kann ich hier vorn sehen, jetzt bin ich in dieser Umgebung. Und diese Bibliothek CSV Reconcile, die muss ich jetzt installieren und dafür gibt es hier einen Installationsbefehl, der lautet pip install CSV Reconcile. Pip ist eine Paketverwaltung für Python, das gebe ich jetzt einfach hier ein, also pip install CSV Reconcile, drücke auf Enter und jetzt sucht sich die Anwendung selbstständig alles zusammen, was sie braucht, installiert das, die Installation ist jetzt abgeschlossen und jetzt gibt es diese Bibliothek und jetzt kann ich einen Webservice starten. Was muss ich dafür tun? Dieser Prozess hat 2 Schritte. Ich muss in einem ersten Befehl mit init, also das meint initialize, ich muss erst meine Tabelle, die ich verwenden will, initialisieren und dann muss ich die als Serveranwendung starten, das macht die zweite Zeile, damit die unter einer URL erreichbar ist für OpenRefine. Als Tabelle habe ich eine vorbereitet, die auf jeden Fall mit den Daten funktioniert und zwar habe ich einfach Label erzeugt, die denen entsprechen in der Tabelle, habe denen IDs gegeben von 1 bis 10 in dem Fall und dafür eine Kategorie vergeben, damit wir was haben, was wir nachholen können. Und das ist jetzt eine einfache Excel-Tabelle, die habe ich als CSV-Datei gespeichert. Und die liegt jetzt einfach auf meiner Festplatte. Und was ich benötige, ist den Pfad zu dieser Datei. Das ist natürlich auf jedem System und je nachdem, wo ich das speichere, immer anderes. Und dann baue ich das in diesem Befehl an dieser Stelle hier ein. Was ich noch benötige ist in meiner Tabelle, ich muss wissen, was ist die ID-Spalte und was ist die Label-Spalte. Also welchen Begriff will ich matchen auf meine Daten in OpenRefine und wo ist die dazugehörige Nummernspalte, das braucht man für diesen Abgleichsprozess. Und dann gebe ich den Befehl ein, der auch auf der Webseite zu der Bibliothek angegeben ist, und zwar CSV Reconcile
init, dann mein Dateipfad. Das liegt jetzt hier auf meinem Desktop in einem Unterordner als CSV-Datei. Und dann schreibe ich erst die ID-Spalte hin und dann die Label-Spalte, die jetzt in dem Fall einfach Label heißt. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann steht hier Initialized the Database. Das heißt, die Daten sind jetzt für einen Webservice verfügbar. Und den starte ich jetzt mit CSV reconcile serve. Jetzt wird mir angezeigt, dass unter dieser Adresse, das ist jetzt auf meinem Computer, deswegen steht hier vorne 127.001, dieser Webserver läuft. Und was ich jetzt noch machen muss, ist, ich gehe zurück zu OpenRefine, wo ich diese URL hier als neuen Service registriere. Also, ich möchte jetzt diese Spalte hier abgleichen, dann gehe ich wieder auf Start Reconciling. Der Dienst ist noch nicht verfügbar. Ich gehe hier auf Add Standard Service, gebe diese URL an, gehe auf Add Service, das ist gewählt. Wir haben ja auch gesehen, hier gab es eine Reaktion, also es ist in dem Fenster auch was passiert. Ich gehe auf Next. Jetzt gibt es mir keine Vorschläge, wie bei der GND, weil dieser Vorschlagsdienst hier nicht eingebaut ist. Den braucht man auch nicht, weil das sind ja eigene Daten, man weiß ja, was die enthalten. Man kann das schon vorher bei der Generierung der Tabelle einschränken und drücke auf Start Reconciling. Jetzt wurde der Abgleichsprozess schon durchgeführt auf mein eigenes Vokabular. Und ich kann jetzt dasselbe machen, was ich bei der GND auch machen würde. Ich kann hier auf Edit Column und Add Columns von Reconciled Values gehen und kann jetzt hier die Spalten wählen, nämlich ID und Kategorie. Die Labelspalte haben wir für den Abgleich benutzt, also die ist ja eh schon drin gewissermaßen. Und jetzt habe ich diese beiden Spalten und kann jetzt auch mit OK die hier einfach meiner Tabelle hinzufügen. Und jetzt gibt es hier auch eine ID und eine Kategorienspalte mit diesen Zusatzinformationen. Das wäre auch schon alles. Also sozusagen im Hintergrund läuft jetzt dieser Webservice, der diesen Abgleich ermöglicht. Und ich kann dann eben meine Tabelle gestalten, wie ich will. Ich muss nur für die Spalte des Labels und für die Spalte der ID muss ich den Tabellen, also den Spaltennamen kennen, damit ich den dann bei diesem Dienst eintragen kann, wenn ich den initialisiere. Was ist nun, wenn ich eine andere Tabelle abgleichen will? Also mal angenommen, ich habe das jetzt gemacht und mein Abgleich ist durchgelaufen und jetzt habe ich ein zweites Vokabular, das ich benutzen möchte. Dann muss ich natürlich erst den Dienst neu initialisieren. Also ich mache jetzt das Reconciling für diese Spalte mal wieder, da lösche ich wieder die Ergebnisse. Die beiden Spalten lasse ich aber mal drin, weil die haben wir jetzt schon hinzugeholt. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich fange quasi von vorn an, aber Python existiert ja schon. Ich bin jetzt wieder in meiner Stadtumgebung, das heißt, ich muss erst über Conda activate OpenRefine wieder in die Python-Umgebung wechseln, in der ich ja schon die Software installiert habe. Also das ist jetzt alles schon erledigt. Und jetzt muss ich neu initialisieren. Das heißt, ich schreibe hier wieder CSV reconcile init. Und jetzt brauche ich natürlich eine Tabelle. Und als Tabelle habe ich mich dafür entschieden, aus Museum Digital die Oberbegriffsdatei oder Objektbezeichnungsdatei, je nachdem, zu ziehen und daraus eine Tabelle zu machen. Also die habe ich jetzt hier. Da gibt es eben eine ID aus Museum Digital. Dann gibt es den Namen der Kategorie, das wäre mein Label, das ich für den Vergleich nutzen will. Und dann gibt es noch Relationen, Narrower and Border. Und das sind jetzt die 4 Spalten, die diese Tabelle hat. Und genauso wie vorhin muss ich jetzt nur wissen, wo befindet sich die Tabelle, wie heißt meine ID-Spalte, wie heißt meine Labelspalte und muss das hier drüben eintragen. Das heißt, ich gehe wieder an meinen Dateiort, kopiere mir den Pfad, trage den in diesen Befehl ein und schreibe dann dahinter md-id für die ID-Spalte und Name für die Labelspalte. Wieder mit Enter bestätigen und erneut wurde eine Datenbank initialisiert. Das ist eben jetzt eine Datenbank, die diese Tabelle enthält und ich kann wieder mit CSV reconcile serve nun diese Tabelle als Dienst starten. Und wenn ich jetzt in OpenRefine gehe, dann habe ich da ja meinen Dienst schon registriert unter dieser URL
Und OpenRefine ist es egal, welche Tabelle dahinter ist. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach auf Start Reconciling, der ist hier schon drin. Ich gehe auf Next. Ich bekomme wieder keine Vorschläge und ich starte jetzt den Prozess. Und es passiert das gleiche wie vorhin, nur eben jetzt auf ein anderes Vokabular. Und deswegen sind bestimmte Begriffe nicht gematcht, weil die tauchen nicht auf. Es gibt kein Schulheft in der OBG, es gibt keine Geburtszange in der OBG. Das heißt, da habe ich jetzt kein Match. Da muss ich mir jetzt überlegen, nehme ich einen anderen Begriff aus der OBG oder lasse ich es eben frei. Und was ich aber jetzt machen kann, ist, ich kann ja einfach mal alles auf den besten Kandidaten matchen, dass wir hier viele Treffer haben. Also natürlich jetzt inhaltlich falsch, aber für das Beispiel vielleicht hilfreich. Und jetzt kann ich das gleiche machen wie vorhin. Ich kann sagen, ich füge neue Spalten hinzu. Und jetzt habe ich eben andere Spalten als die ich vorhin hatte, nämlich einmal die ID, die ich übernommen habe aus der Tabelle. Ich kann aber auch sowas wie Border Relations, also die Oberkategorie zu meinem Begriff, eintragen und kann jetzt auch diese Spalten hinzuholen und habe damit noch mehr neue Informationen in meiner Tabelle drin, beziehungsweise eben nur die ID, wenn es mir nur um diesen Abgleichsprozess geht. Alles, was ich machen muss, um das Ganze zu beenden, ist, ich gebe hier Steuerung C ein, um dieses Fenster zu schließen und damit auch den Dienst zu stoppen. Oder ich schließe einfach die Eingabeaufforderung, indem das gerade läuft, weil das ist praktisch die laufende Anwendung und jetzt ist das wieder beendet und jetzt müsste ich eben hier neu starten. Und wenn ich jetzt die gleiche Tabelle wieder benutzen will, dann muss ich den ganzen Prozess nicht machen. Dann kann ich hier natürlich, weil ich es ja schon initialisiert habe, einfach angeben Conda Activate OpenRefine, damit ich wieder in meiner Umgebung bin und gehe jetzt hier einfach auf CSV Reconcile Serve. Und jetzt ist der Dienst mit der zuletzt als Datenbank angelegten Tabelle gestartet und ich kann gleich mit diesem Dienst weiterarbeiten. Also sozusagen sehr wenig Schritte, Kommandozeile öffnen, in die passende Python-Umgebung wechseln, CSV Reconcile Serve angeben und das Ganze startet und ist benutzbar. Und das ist auch schon alles. Also sozusagen, wenn man schon mit Python vertraut ist oder wenn man sich traut, diese Installation durchzuführen, dann ist das, was danach kommt, ein relativ geradliniger Prozess und erlaubt es eben, Abgleiche durchzuführen auf Verzeichnisse, die auf Listen, auf Begriffslisten, auf Vokabulare, auf Inventarlisten, die über OpenRefine direkt unzugänglich werden und sonst eher einen manuellen Prozess erfordern würden. Ich hoffe, das war hilfreich und freue mich natürlich wie immer über Kommentare und Fragen. Ja, und wünsche jetzt viel Spaß beim Matchen.